Ja, hallo, liebe 1000 PS-User. 1000 PS-TV sendet heute live aus der Kutsche quasi als Entschleunigungsprogramm von der 390er Duke-Testfahrt heute hier im Salzkammergut. Sind wir jetzt hier mit 2 PS unterwegs, hinauf auf den Mönchsberg zum gediegenen Abendessen. Tja, man muss kein Hellseher sein, um zu erahnen, wie die Testfahrt hier heute abgelaufen ist. Rund 140 Kilo, 44 PS, da ist klar, da ist Spaß angesagt. KTM fährt so, wie man sich denkt, hyperagil, super handlich in die Kurven rein, super handlich aus den Kurven raus. Was mich dann doch überrascht hat, war, dass dieses kleine, man könnte meinen, radikale Gerät auch sehr, sehr einfach zu fahren ist. Also das wird das erste Fahrschulmoped sein, das dann auch den Gasgriffhenkern mit 20 Jahren Erfahrung gefallen wird. Also von der Seite mal sehr universell einsetzbar. Das nächste Thema, wo alles klar war, ist beim Motor. Das ist ein Motor, der natürlich gedreht werden will. Bei ca. 10.000 Umdrehungen, 9,5 um genau zu sein, wird die Maximalleistung von 44 PS abgeliefert. Also man muss den Motor bei Laune halten. Man muss sie schreien lassen, die KTM, man muss sie quietschen lassen, man muss ordentlich ihr die Sporen geben. Aber was kann man tun? Sie ist ja dafür gebaut und die Serviceintervalle mit 7.500 Kilometer machen klar, dass das hier ein ausgereiftes Konzept sein möchte und ein alltagstaugliches Gerät ist. Was beim Motor dann aber doch überrascht hat, ist, dass er sehr, sehr kultiviert ist und dass der auch wieder anfängertauglich ist. Wenn ich dann früher denke, ich fahre, ich glaube 1991er KTM war meine erste KTM, die ich gefahren bin. Das wäre was gewesen, damals dieses Teil einem Anfänger in die Hand zu geben, aus der Stadt hinaus im 6. Gang Vollgas geben, quasi unmöglich. Da ist sie beim 50er noch abgestorben. Das ist jetzt eine ganz andere Liga. Der Motor spricht sanft an, super easy zu fahren, geschmeidig zu fahren. Also hier ist wieder das radikale Konzept super mit Einfachheit, Deppensicherheit kombiniert. Beim Design fügt sich diese 390er Duke wirklich nahtlos in die Duke-Familie ein. 125er, 300er, 390er, 690er, das ist eine Familie. Doch im Gespräch heute mit den KTM-Technikern wurde klar, dass da sehr, sehr viel Neues gemacht werden musste für die 390er Duke. Der Motor zum Beispiel. Der ist komplett neu. Angeblich sind nur die Schlepphebel oben im Zylinderkopf gleich, ansonsten keine Schraube, konnte von einem größeren oder kleineren Aggregat übernommen werden. Im Vergleich zur 125er 200er Duke ist der Motor nicht nur größer, sondern auch hochwertiger. Die wesentlichen Elemente, zum Beispiel der Kolben, ist hier geschmiedet und nicht gegossen. Der Zylinder ist Nickel beschichtet. Tja, großes Thema natürlich auch der Preis und der ist heiß, rund 5.000 €, in Deutschland ein paar Cent darunter, in Österreich ein paar Euro für den Finanzminister obendrauf. Um die 5.000 € kostet dieses Motorrad und da kriegt man wirklich einiges dafür geboten. Wir haben vom Motor gehört, wir haben von den Fahrleistungen gehört. Grandios für mich aber auch, wie soll ich sagen, das Gesamtfinish, die Schwinge zum Beispiel. Da habe ich schon Motorräder aus Japan gesehen, die einiges mehr kosten und deutlich ranziger aussehen. Diese Schwinge sieht aus wie von einem richtig großen Naked Bike. Rahmen Detto, ja, das ist ein Rahmen, das sieht, man könnte schon fast sagen, edel aus, keinesfalls nach 5.000 € Gerät. Und das fügt sich so nahtlos aneinander an. Zum Beispiel die Reifen, ja, da sind nicht irgendwelche Billigsdorfer Sparefroh-Reifen drauf, sondern Metzler Sportec M5. Das sind neues, die ich mir ohne weiteres auf einem 15.000, 20.000 € Motorrad genauso raufmontieren würde. Tja, ABS, nächstes Thema. Auch da, man hat hier ein ABS von einem richtigen Motorrad montiert bekommen. Das ABS, Bosch Zweikanal ABS ist das, funktioniert wirklich gut. Konnten wir heute leider auch auf etwas nasser Fahrbahn ausprobieren. Das ist hier tatsächlich keine Sparefroh-Variante. Insgesamt Fazit zu dem Motorrad. Da hat KTM einen großen Wurf gelandet, weil hier wirklich ein sehr toller Kompromiss geschaffen worden ist zwischen sparsam günstiges Motorrad, Fahrspaß, Kompaktheit, Komfort und das Beste an der ganzen Sache, es fährt sich gar nicht so, als wäre es ein Kompromiss.